Ob Keynote oder Bühnenevent, ob im Fernsehstudio, bei der Pressekonferenz, ob Vorlesung, Videopodcast oder kirchliche Veranstaltung. Zur Aufzeichnung und zum Streamen solcher Events ist eine moderne PTZ-Kamera die ideale Lösung. PTZ-Kameras funktionieren je nach Modell und Einsatzzweck vollautomatisch oder sie steuern eine oder mehrere Kameras komfortabel über ein zentrales Bedienpult. Welche PTZ-Kamera für Ihre Anwendung die optimale Wahl ist, auf welche neuen Features Sie sich freuen dürfen und wie Sie Ihre Produktionen damit aufwerten können, das schauen wir uns heute an. PTZ-Kameras, also Kameras, die selbstständig schwenken, neigen und zoomen können, haben gegenüber Camcordern und Broadcast-Kameras einen großen Vorteil. Sie sind klein und unauffällig und nehmen Zuschauern vor Ort nicht die Sicht. Sie benötigen weder ein professionelles Kamerastativ noch einen Kameramann. Ein geeigneter Platz für die PTZ-Kamera findet sich deshalb nahezu immer, auch unter beengten Platzverhältnissen, sei es in der kleinsten Ecke, in der letzten Reihe, fest installiert an einer Wand oder Decke oder temporär aufgestellt auf einem Tisch oder Regal. Bei diesem Modell von Telecam brauchen Sie noch nicht mal eine Steckdose, denn diese PTZ kann über Ethernet mit Strom versorgt werden. Und zusätzlich liefert sie per NDI-Protokoll auch noch das Bild und den Ton über Ethernet und wird darüber auch gesteuert. Dies vereinfacht die Verkabelung und reduziert die Kosten, da statt teurer Broadcast-Technik Standard-Netzwerkprodukte verwendet werden können. Wir als Broadcast-Experten und Systemhaus haben uns für die PTZ-Kameras von Telecam entschieden. Sie kennen Telecam noch nicht? Wahrscheinlich doch. Nahezu alle großen Broadcast-Hersteller führen auch PTZ-Kameras in ihrem Sortiment. Tatsächlich produzieren aber nur wenige Hersteller diese Kameras selbst. Telecam belieferte Firmen wie Grass Valley, Ross und NewTek mit OEM-PTZ-Kameras, die unter dem Label der jeweiligen Hersteller vertrieben wurden. Kürzlich hat Telecam diese OEM-Zulieferung mit Ausnahme von Visual T beendet und tritt unter eigenem Namen auf. Magic Multimedia übernimmt die Distribution für Deutschland, Österreich und die Schweiz und kann den enormen Preisvorteil des Direktvertriebs an die Kunden weitergeben. Und sie sparen tatsächlich erheblich. So kostet zum Beispiel die PTZ 35X HD mit Grass Valley Label 3.670 € plus Mehrwertsteuer. In diesem Beitrag nennen wir sämtliche Preise netto, also jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Das im Funktionsumfang erweiterte Modell mit Auto-Tracking und UHD 5060p Unterstützung können wir Ihnen als Telecam Vision Plus 4KN für nur 2.399 € anbieten. Also trotz zusätzlicher Funktionen sparen Sie ungefähr 35%. Mit dieser PTZ, also der 35X HD von Grass Valley, im Inneren Telecam, haben wir seit Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch deshalb haben wir uns entschlossen, mit Telecam partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, im Vertrieb und in der Planung neuer Features für unsere Anwender. Telecam arbeitet in der Entwicklung der PTZ-Kameras eng mit NDI-Entwickler Visual T zusammen. Auch damit ist Telecam sehr dicht am Markt und kann neueste Technologien, wie zum Beispiel NDI 6, vor allen anderen Anbietern implementieren. Aber nun zu der vielleicht wichtigsten Frage. Wie sieht das Bild unserer Telecam PTZ-Kamera qualitativ aus? Nun, was sagen Sie? In diesem Moment, wie übrigens immer in diesem Beitrag, sehen Sie mich durch das Objektiv der Telecam Explore SE.
Die PTZ-Kamera kann verschiedene Einstellungsgrößen anfahren. Telecam bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 256 Presets anzulegen und zu speichern. Abgerufen werden können die Presets über das optionale Bedienpult, die Web-Oberfläche oder auch die mitgelieferte Fernbedienung. Für unsere Aufnahmesituation hier haben wir 5 solcher Presets angelegt. 1, die totale. 2, der Redner, also ich. Dann 3, eine nahe von mir. Dann 4, den Flipchart. Und 5, ein Detail vom Flipchart. Natürlich müssen Sie nicht immer diese Kamerabewegungen mit ins Bild reinschneiden. Wenn Sie aufzeichnen, können Sie es rausschneiden. Oder in einer Live-Regie mit mehreren PTZ arbeitet man meistens so, dass eine Kamera das Bild liefert, live drauf ist und die nächste Kamera, die wird neu positioniert und dann wird umgeschnitten, sodass man immer in ein perfektes Bild direkt umschneiden kann. Das vielleicht als kleiner Praxistipp. Je nach Charakter der Veranstaltung kann eine besonders dynamische oder auch eine betont ruhige Kameraführung erwünscht sein. Die Einstellungen von Telecam bieten Ihnen alle Optionen. Das Verhalten der Kamera lässt sich auf Ihre Wünsche und die individuelle Drehsituation anpassen. Dazu einige Beispiele. In manchen Fällen sind Redner auf der Bühne beispielsweise fixiert durch ein Standmikrofon oder ein Rednerpult. Wenn Sie allerdings Personen haben, die das Mikrofon in die Hand nehmen, dann können Sie mit den klassischen Presets nicht mehr so gut arbeiten, weil dann passiert es, dass die Person Ihnen ab und zu aus dem Bild rausläuft. Und das wollen Sie natürlich nicht. Dann müsste jemand mitschwenken. Jetzt gerade, wenn Sie eine längere Veranstaltung haben, dann brauchen Sie einen Kameramann. Und das geht natürlich gut, wenn Sie so ein Bedienpult haben und mehrere Kameras steuern. Dann lohnt sich das auch, hier einen Kameramann einzusetzen, der diese PTZ-Kameras steuert. Es geht aber auch automatisch. Und dazu gibt es in der Oberfläche, in der Web-Oberfläche der Telecam-Kameras, eine Einstellung, die nennt sich Auto-Tracking. Wenn Sie die aktivieren, dann fängt die Kamera an, automatisch mitzuschwenken. Das heißt, wenn Sie sich entsprechend bewegen, dann wird die Kamera immer die Person in der Bildmitte halten. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie sagen, naja, so nah wollte ich gar nicht ran. Die Zoom-Einstellungen, die können Sie auch individuell ändern. Momentan sind wir relativ nah. Wir können das jetzt beispielsweise ändern, dass es etwas weiter ist. Nehmen wir mal den Wert 1/10. Jetzt sehen Sie, dass neben mir ein Flipchart ist. Vielleicht ist es wichtig, was auf diesem Flipchart ist, nur sieht man das nur, wenn ich jetzt da entsprechend nah dran stehe. Wenn ich aber möchte, dass das Flipchart immer zu sehen ist, dann kann ich der Kamera einfach sagen, mich bitte im Bild auf die linke Seite positionieren. Wenn ich das wähle, dann habe ich automatisch das Bild so, dass ich immer links stehe und das Flipchart entsprechend gut sichtbar ist. Jetzt gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und ich würde Ihnen empfehlen, bei Rednern beispielsweise, die viel unterwegs sind, eher den Mittenwert zu nehmen und die Kamera vielleicht auf etwas weiter einzustellen, vielleicht 1/14 oder ähnliches. Dann haben Sie einfach automatisch mehr Spielraum für die Person, die sich bewegt. Es wird versucht, diese in der Bildmitte zu halten. Und Sie sehen, wenn ich jetzt sehr weit laufe, die Kamera läuft auch aus meinem Setting raus. Das ist etwas, was wir uns gleich noch im Detail anschauen, denn auch das lässt sich verhindern. Aber zunächst mal diese Funktion ideal, um auch eben gerade bei längeren Veranstaltungen immer das Wesentliche im Blick zu haben. Ein weiteres Beispiel. Telecam ermöglicht es Ihnen, bis zu 2 sogenannte Tafelbereiche zu definieren. Sie legen die Position und das gewünschte Verhalten der Kamera bei Erreichen dieser Bereiche fest. Steht zum Beispiel ein Rednerpult oder Mikrofonstativ im Raum, dann definieren wir diesen Bereich als Tafelbereich 1. Den Bereich des Whiteboards, das für Stichworte oder Illustrationen genutzt wird, bestimmen wir als Tafelbereich 2.
Ja, und in diesem Beispiel haben wir jetzt zwei solcher Tafelbereiche definiert, nämlich einmal hier beim Mikrofon und einmal neben mir bei dem Flipchart. Und das Bild von dem Flipchart, das haben wir so eingestellt, dass der Referent sich einfach links und rechts von diesem Bild positionieren kann. Die Kamera schwenkt jetzt aber nicht mit, weil sie erkennt, das ist dieser definierte Tafelbereich. Wenn ich jetzt aber möchte, dass die Kamera mitschwenkt, sobald ich den Bereich verlasse, dann aktiviere ich das Auto-Tracking und diese Tafelbereichserkennung. Und dann ist es so, wenn ich den Bereich verlasse, dann schwenkt die Kamera tatsächlich mit mir mit. Und jetzt in diesem Beispiel landen wir gleich in dem anderen definierten Tafelbereich, nämlich beim Mikrofon. Das heißt, hier gilt dasselbe. Ich kann mich bewegen, wie ich möchte. Die Kamera schwenkt nicht mit. Und bewege ich mich jetzt beispielsweise zwischen diesen beiden Bereichen, ja, dann gelten die ganz normalen Einstellungen, die ich eben für die Personen-Tracking-Funktion aktiviert habe. Ich kann also hier den Zoom einstellen. Ich kann sagen, soll die Person mittig sein, links oder rechts. Diese Einstellungen gelten dann einfach außerhalb des definierten Tafelbereichs. Und noch ein Beispiel dafür, wie flexibel und intelligent sich das Tracking-Verhalten konfigurieren lässt. Die Steuerungssoftware bietet Ihnen die Möglichkeit, den Bereich, den die PTZ-Kamera abschwenken kann, vertikal und horizontal zu begrenzen. Zusätzlich legen Sie eine Einstellung als Home-Position fest, die sowohl beim Start der Kamera aktiviert wird, als auch dann, sobald ein Redner den zulässigen Bereich verlässt. Ja, und Sie kennen das bestimmt. Mit dem Redner ist alles besprochen. Der weiß, wo er zu stehen hat, nämlich hier am Mikrofon. Aber jetzt rennt er trotzdem plötzlich los und sucht einen Stift. Oder er ist mit seinem Vortrag fertig und verlässt die Bühne. Und dann ist es so, dass derjenige eben irgendwo hinläuft und Ihnen ein Bild liefert, was eigentlich keiner sehen sollte. Ja, um das zu verhindern, dass die Kamera da unbegrenzt einfach mitschwenkt, kann man eine solche Begrenzung einstellen. Und das geht relativ einfach, denn Sie schalten da das Auto-Tracking aus. Dann fahren Sie mit der Kamera in die rechte untere Ecke und definieren diesen Bereich als rechts unten und machen das Gleiche einmal mit links oben. Sie sehen, hier haben wir ein bisschen mehr Platz nach oben. Da definiere ich diesen Bereich, da kann die Kamera hinschwenken. Und sobald ich den als links oben definiert habe, kann ich das Auto-Tracking wieder aktivieren. Und ja, sobald ich diese Aktivierung gemacht habe, findet mich die Kamera wieder und verfolgt mich. Aber sie verfolgt mich jetzt eben nur noch in dem definierten Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt den Bereich verlasse, naja, dann bin ich tatsächlich aus dem Bild. Wenn ich jetzt aus dem Bild bin, dann sucht die Kamera vielleicht noch ein bisschen, findet mich nicht. Nach 4 Sekunden, das ist die eingestellte Zeit, vergisst sie mich und dann kommt ein neuer Referent, in meinem Beispiel bin das auch wieder ich, kommt ins Bild und den schnappt sie sich dann. Die Kamera fährt einfach immer in ihre Home-Position zurück und wartet, bis ein neuer Redner kommt. Und ja, für eine Veranstaltung, ich glaube, es ist sehr schnell zu erklären, wäre jetzt eben der nächste Redner im Bild und auch der, wenn der die Bühne verlässt, jetzt mal auf die andere Seite, der verschwindet dann auch und die Kamera filmt eben nichts, was sie nicht filmen soll. Und kehrt zurück in die Home-Position und wartet auf den nächsten Sprecher. Es gibt kaum eine Aufgabe, die Sie mit einer PTZ-Kamera von Telecam nicht lösen könnten. So kann zum Beispiel ein CEO die PTZ-Kamera sowohl für hochwertige Videokonferenzen nutzen, wie auch für eine Live-Schaltung zu einem Fernsehsender. Sie kennen die Bilder der Experten, die aus dem Homeoffice in eine Live-Sendung zugeschaltet sind. Mal stimmen die Farben oder das Licht nicht, mal ist nur der halbe Experte zu sehen. Die Telecam PTZ lässt sie immer gut aussehen. Alle Telecam PTZ-Kameras lassen sich per USB direkt am Computer anschließen und als hochwertige Webcam nutzen. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihr Büro oder Homeoffice mit wenig Aufwand professionell ausleuchten können. An dieser Stelle können wir nur einen Eindruck vermitteln, wie umfangreich die Telecam PTZ-Kamera in ihrem Verhalten angepasst und fein getunt werden kann. Noch dazu erhalten Sie bei Bedarf zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten, mit denen Sie eigene Routinen erstellen können, wenn Sie das möchten.
Die meisten Optionen sind bereits über das Standardinterface konfigurierbar. Ganz einfach per Menü und ohne Programmierkenntnisse. Aber es ist doch gut zu wissen, dass die PTZ-Kameras von Telecam zukunftssicher sind und sich dank diverser Schnittstellen und Protokolle auch für jede Anwendung konfigurieren lassen. Und damit kommen wir zu den Protokollen, über die zum Beispiel das Spitzenmodell Explore SE verfügt. Per Ethernet werden Protokolle unterstützt wie NDI, NDI-HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, WSCA over IP, WSCA, Pelco, PD und FreeD. Auch bei den Schnittstellen bietet die Explore SE eine Vielzahl von Optionen. Der Mini-XLR-Audioanschluss bietet Phantomspeisung. Ein Line-In-Eingang steht für Stereosignale bereit. Sie können also nahezu jede Audioquelle, gleich ob Mischer oder Mikrofon, direkt mit der Kamera verbinden und benötigen keinen zusätzlichen Audiorekorder. Dies vereinfacht den Workflow und garantiert stets synchrones Audio in allen ausgegebenen Streams, sei es über IP, NDI, SDI, HDMI oder Glasfaser als SFP+. Über all diese Schnittstellen kann UHD-Video mit bis zu 50 oder 60p ausgegeben werden, samt Audio. Die Explore SE verfügt über einen Micro-SD-Kartenslot zur internen Aufzeichnung. Dies kann sehr praktisch sein, wenn Sie Ihrem Redner damit bei Bedarf eine Aufzeichnung der Veranstaltung ohne jede weitere Bearbeitung sofort zur Verfügung stellen können. Die Aufzeichnung auf der Karte funktioniert zugleich als ein Backup. Und sollten Sie mit mehreren PTZ-Kameras arbeiten, stehen Ihnen damit alle Quellen als Aufzeichnungen zur Verfügung, um den Event bei Bedarf als Multicam-Projekt neu mischen zu können. Bereits die günstigen Vision-Modelle aus dem Telecam-Line-Up unterstützen das Protokoll FreeD. Damit können sämtliche Bewegungsdaten der PTZ-Kamera in ein 3D-Programm wie Unreal Engine übergeben werden. Der oder die Menschen vor der Kamera können sich in einer virtuellen Kulisse, wie zum Beispiel einem Fernsehstudio, nahezu frei bewegen. Denn wird die Kamera geschwenkt, geneigt oder gezoomt, dann wird der Bildhintergrund anhand der übergebenen Kameradaten automatisch passend berechnet und dargestellt. Für professionelle Anwender wie Filmstudios ist die Genlock-Funktionalität des Spitzenmodells Explore SE ein besonderer Bonus, denn dies ermöglicht eine framegenaue Synchronisierung von Tracking- und Videodaten auf höchstem Niveau. Noch ein Wort zur Steuerung per Weboberfläche. Telecam stattet jede PTZ-Kamera mit einem integrierten Webserver aus. Die Verbindung erfolgt per IP, also direkt zwischen Anwender und Kamera. Es fließen keinerlei Daten über fremde Server, weder chinesische noch amerikanische. Mit dem optionalen Bedienpult sind Sie ideal für ein Multikamera-Setup aufgestellt. PTZ-Systeme lassen sich hervorragend erweitern, denn sie benötigen für zusätzliche Kameras keine zusätzlichen Kameraleute. Damit haben Sie die Personalkosten im Griff und der Anschaffungspreis für jede weitere PTZ sollte sich schnell amortisieren. Wenn Sie manche Funktionen besonders häufig benötigen oder auch kombinieren möchten, um Ihren Workflow auf nur wenige Bedienschritte oder Bedientasten zu optimieren, dann lässt sich zum Beispiel auch ein Stream Deck einbinden. Wir beraten Sie gerne und übernehmen auch die Implementierung, wenn gewünscht. Gerne beraten wir Sie persönlich, welche PTZ-Kamera für Ihre Anwendung optimal passt. Vielleicht ist es die maximale Zoom-Fähigkeit im Telebereich oder Sie benötigen für Ihre Anwendung viel Weitwinkel. Nutzen Sie die Phantomspeisung via XLR oder profitieren Sie von einer internen Aufzeichnungsoption auf SD-Karte? Magic Multimedia bietet das gesamte PTZ-Programm von Telecam. Für uns besonders relevant sind das Topmodell Explore SE. Das ist die Kamera, die mich auch in diesem Moment filmt
und deren Features wir uns hier genauer angesehen haben. Außerdem interessant ist die Vision Plus 4KN als erweiterter Nachfolger des Cresfelli-Modells. Sowohl die Explore SE als auch die Vision Plus 4KN verfügen jeweils über einen 30-fach optischen Zoom. Als besonders günstige Lösung, oft auch in Ergänzung mit einer größeren PTZ, empfehlen wir die Vision Plus SE mit zwar nur 12-fach Zoom, dafür aber etwas mehr Weitwinkel. Das macht die Vision Plus SE auch zu einer guten Wahl für etwas kleinere Räume. Und die Vision Plus SE startet preislich schon bei 999 €. Das ist, glaube ich, ein weiteres dickes Argument für diese Kamera mit Auto-Tracking, mit 4K und allen NDI-Funktionen. Sämtliche Telecam-Kameras sind sowohl in Weiß als auch in Schwarz erhältlich. Ebenso die passenden Wand- und Deckenhalterungen. Damit passen die PTZ-Kameras in einen Veranstaltungs- oder Gemeindesaal ebenso unauffällig wie in ein Büro oder Studio. Ob die Telecam PTZ auch optimal für Ihre Anwendung passt, das können Sie am besten selbst beurteilen, indem Sie die Kamera und das Bedienpult für einige Tage kostenlos testen. Bei Ihnen vor Ort und vollkommen kostenlos. Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.